Die von der tschechischen Firma CKD gefertigten Panzer wurden nach der Annektierung der Tschechoslowakei ins Reich in die Panzertruppe der Wehrmacht integriert. So auch die Modelle LT-35, welche besser bekannt sind als Panzerkampfwagen 35T. Ein zweites Fahrzeug war das LT-38 Modell, welches auf Deutsch den Namen Panzerkampfwagen 38T erhielt. Übrigens, das kleine T in den Klammern steht für das Ursprungsland, falls es sich um ein erbeutetes Fahrzeug handelte. In unserem Fall steht das T für Tschechisch. Ein R zum Beispiel würde für Russisch stehen. Die Maße des Fahrzeuges betrugen in allen Ausführungen 4,61 Meter in der Länge, 2,14 Meter in der Breite und 2,4 Meter in der Höhe. Motorisiert war der 38T durch einen 7,8 Liter 6-Zylinder Benzinmotor, welcher 125 PS und damit 42 km/h Höchstgeschwindigkeit erreichen konnte. 240 Kilometer betrug die Reichweite auf der Straße und 160 Kilometer im Gelände. Die Besatzung bestand aus 4 Mann und die Bewaffnung aus 2 7,92 mm MG37, eines in der Wanne und das andere im Turm. Eine 3,7 cm KWK 38 L47,8 bzw. später eine L48 bildete die Hauptbewaffnung des Panzers. Ab Mai 1939 wurde das 38T-Modell im Vergleich zu den deutschen Panzern 1 und 2 erprobt. Die durchgeführten Tests erwiesen die klare Überlegenheit des tschechischen Entwurfs und daher ordnete das Heereswaffenamt den Weiterbau an. CKD, mittlerweile in Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik, kurz BMM umbenannt, lieferte bis Kriegsbeginn 98 Fahrzeuge aus, welche die offizielle Bezeichnung Panzer 38T Ausführung A erhielten. Ein Nachteil dieser Panzermodelle war die etwas dünne, genietete Panzerung, welche bei Treffern im Inneren abplatzen konnten und dadurch zu gefährlichen Schrapnellen wurden. Aus diesem Grund wurden von November 1940 bis Oktober 1941 die Ausführungen E und F produziert. Diese waren stärker gepanzert, von 35 mm auf 50 mm an der Front. Nur die letzten Exemplare der bis Juni 1942 gebauten Ausführung G waren teilweise auch geschweißt. Dennoch war die Konstruktion selbst aber wohl durchdacht und sollte sich als sehr zuverlässig und vielseitig erweisen. So kam es auch dazu, dass auf die Wanne des 38T andere Aufbauten als den standardmäßigen Drehturm gesetzt wurden. Ein sehr gelungenes Beispiel hierfür wären die Marder-Modelle oder auch der Hetzer zum Beispiel. All diese Modelle haben den Panzer 38T als Stammvater. 1940 und 1941 machten die verschiedenen Ausführungen A, B, C und D des 38T, welche sich nur in Details voneinander unterschieden, einen nicht unbeträchtlichen Teil der Ausführungen der Panzerdivisionen der Wehrmacht aus. Mein Modell des Panzer 38T kennt ihr ja bereits aus meinem aktuellen Polen-Mock. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es jedem aufgefallen ist, dass das Modell eine angedeutete Federung bzw. Suspension hat. Das ist natürlich eines der Hauptmerkmale dieses Modells. Zumindest finde ich es sehr schön, solche Details und Funktionen in Modellen zu sehen. Denn schließlich lassen sich dadurch die Modelle wesentlich individueller positionieren und auch die Illusion der Beweglichkeit und Mobilität stark erhöhen. Davon abgesehen, was ist denn sonst noch so besonders an diesem Modell? Natürlich der Maßstab, welcher in 1:45 realisiert wurde. Dies ist natürlich recht klein, aber ich finde es umso beeindruckender, hier noch schöne Details unterbringen zu können. So zum Beispiel die MGs, welche auch einen individuellen Schwenkradius haben, wie das Original auch. Selbstverständlich lässt sich der Turm auch drehen, darüber hinaus ist das Hauptgeschützrohr ebenso höhenverstellbar. Die Heckplatte hat ebenso wie das Original einen leichten Tilt, also das heißt, dass sie leicht gekippt ist und nicht im 90 Grad Winkel angebracht ist. Die Ecken der Motorabdeckung im Heck sind übrigens eine halbe Plate und nicht eine ganze nach unten versetzt, um die charakteristische Kantigkeit am besten zu erreichen. Weitere schöne Designelemente sind zum Beispiel die Ersatzkette hier hinten, diese Stange an der Kuppel an Turm, wobei es sich wohl um ein Periskop handeln müsste, aber korrigiert mich bitte, wenn ich hier falsch liegen sollte. Oder auch die leicht getiltete Frontpanzerung, welche für die früheren Ausführungen ja so charakteristisch war. Die angedeuteten Luken an der Front möchte ich aber auch nicht unerwähnt lassen. Im Großen und Ganzen ist es wirklich ein sehr, sehr gelungenes Modell, finde ich persönlich zumindest. Aber das Beste ist, dass ihr dieses Modell auch bald in meinem Shop erwerben könnt. Ich hoffe, euch hat das kleine Modell und das Video im Allgemeinen gefallen. Wenn ja, könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, ciao!